Hi ihr Lieben, heute nähen wir zusammen ein Spannbetttuch fürs Babybett. Ich habe dazu eine Matratze ausgewählt, die sowohl Rundungen als auch Ecken hat, sodass du dir deinen Schnitt je nach Variante selber nähen kannst. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Du kannst dazu ein altes Laken, das du nicht mehr benötigst, verwenden. Ich habe hier eines genommen, das kaum benutzt wurde, aus einem gewebten Baumwollstoff. Daraus konnte ich sogar ganze 3 Laken nähen. Du kannst natürlich auch einen neuen Stoff, zum Beispiel Jersey oder Muslin, verwenden. Bei Stretchstoff wie Jersey sind die Rundungen leichter zu nähen. Zusätzlich benötigst du noch ein 1 cm breites Gummiband, eine Sicherheitsnadel und sonstige Werkzeuge wie Stecknadeln, Stoffklammern, Garn, Schneiderschere und Papierschere. Und für den Schnitt benötigst du einen Stift, ein Geodreieck, ein langes Lineal und einen großen Papierbogen. Du benötigst zuerst deine Babymatratze und ein Stück Papier, das größer ist als deine Matratze. Positioniere die Matratze auf dem Papier, sodass rundherum ausreichend Platz ist. Zeichne dann einmal außen herum um die Matratze. Begradige die Ecke, sodass ein rechter Winkel entsteht. Auch die geraden Linien kannst du mit einem Lineal begradigen. Messe anschließend die Höhe der Matratze. Es ist besser, etwas mehr zu messen als zu wenig, zum Beispiel 4 cm. Dazu addierst du noch 3 bis 4 cm für den Überstand auf der Rückseite und 2 cm Nahtzugabe für den Tunnelzug. Insgesamt ergibt das bei mir 4 plus 3 plus 2 ist 9 cm. Verlängere die Linie am rechten Winkel auf diese 9 cm. Messe dann rundherum immer 9 cm ab und verbinde die Linien miteinander. Für die Ecken fügst du noch einmal 1 cm Nahtzugabe hinzu. Das ist deine Vorlage für das Schnittmuster. Wenn du dein Schnittmuster fertig hast, kannst du es ausschneiden und auf deinen Stoff legen. Schneide den Stoff entsprechend deinem Schnittmuster aus. Nähanleitung. Zuerst nähst du die Ecken zusammen. Lege dazu die geraden Kanten aufeinander und stecke sie mit Klammern fest. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Versäubere die Ecken mit einem Zickzackstich oder der Overlock. Forme die Ecken schön aus. Biege die Ecken einmal rundherum mit dem Bügeleisen etwa 5 mm um. Bügle die Ecken anschließend ein zweites Mal ca. 1,5 cm um. Achte dabei auf die Breite deines Gummizuges. Ist dieser dicker, sollte die Nahtzugabe entsprechend größer sein. Bei einem dünneren Gummiband reicht eine schmalere Nahtzugabe. Stecke alles mit Klammern rundherum fest. Bei den Rundungen kann es sich bei gewebtem Stoff etwas wellen und sich nicht perfekt um den Stoff legen. Das macht nichts. Hier kannst du leichte Falten einnähen. Bei Stretchstoff kannst du die Falten durch leichtes Ziehen vermeiden. Nähe einmal knappkantig rundherum. Lasse dabei eine fingerbreite Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Bei nicht stretchigem Stoff sind die Falten später kaum sichtbar, da sie im Gummizug und auf der Unterseite der Matratze liegen. Verwende ein Feuerzeug, um den Anfang des Gummis zu versiegeln und fädle ihn auf eine Sicherheitsnadel.
Fädle den Gummi durch den Tunnelzug. Dabei ziehst du den Gummi im Gummizug immer wieder etwas nach. Am Ende schiebst du den Gummi auf der anderen Seite wieder heraus. Verteile den Gummi gleichmäßig. Ziehe dann das Spannbettlaken über die Matratze und prüfe, ob die Gummizugweite passt. Falls nötig, kannst du den Gummi noch etwas zusammenziehen. Wenn du mit der Länge zufrieden bist, schneidest du den Gummizug ab und versiegelst auch dieses Ende mit dem Feuerzeug. Ziehe die beiden Enden etwas heraus, damit du sie besser nähen kannst, und lege sie aufeinander. Nähe sie mit einem engen Zickzackstich zusammen. Dann schiebst du den Gummizug in den Tunnel und nähst den Tunnel zu. Fertig ist dein Bettlaken. Für mehr Ideen fürs Kinderzimmer schau dir gerne die Playlist dazu an. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich noch über ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!